Wir sind wieder auf dem Mekong unterwegs, Richtung Kambodscha. Die Fahrdauer bis zur Hauptstadt Phnom Penh wird um die 5 Stunden dauern, inklusive der Grenzkontrollen. In Kambodscha fokussieren wir uns auf die Hauptstadt Phnom Penh, den Tonle Sap-See mit seinen schwimmenden Dörfern und dem Vogelschutzgebiet und insbesondere auf den Tempelbezirk Angkor. Gegen Mittag haben wir die Hauptstadt Phnom Penh des Königsreichs Kambodscha erreicht. Nach über 2 Jahrzehnten Krieg, Schreckensherrschaft und Besatzung war Kambodscha Anfang der 2000er Jahre eines der ärmsten Länder der Welt. Man hat seitdem enorme Fortschritte gemacht und heute soll das Land eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens sein. Wenn man durch Phnom Penh wandelt, mag man die grausame Geschichte des Landes kaum glauben, die noch gar nicht so lang her ist. Als erstes besuchen wir den Königspalast. Die goldenen Dächer der Gebäude sind bereits von weitem zu sehen. Sie glitzern in der gleißenden Sonne. Es hat 37 Grad Celsius. Die Anlage wurde an der Stelle älterer Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts unter französischer Herrschaft errichtet, im Stile der Khmer. In einem separaten Bereich wohnt heute noch die königliche Familie. Die besteht aus dem 65-jährigen König und seiner Mutter. Kinder gibt es keine. Die Silberpagode hat ihren Namen der 5329 massiven Silberziegel wegen, aus dem der Boden besteht. In ihr steht auch die bedeutendste Buddha-Statue des Landes aus 90 Kilogramm reinem Gold und mit über 9500 Diamanten besetzt, darunter auch ein 25-Karäter. Im Zentrum findet sich zudem das Nationalmuseum, Gelegenheit, sich etwas mit der Geschichte des Landes vertraut zu machen. Kambodscha ist aus dem Reich Kambuja hervorgegangen, das seine Blüte vom 9. bis zum 15. Jahrhundert erlebte. Von 1863 bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1953 war das Land unter französischer Herrschaft. Ab 1975 kam es zu einer Schreckensherrschaft der Roten Khmer unter Pol Pot. Er brachte etwa 1/3 der eigenen Bevölkerung um, vor allem gebildete Menschen. Dies endete erst, als Vietnam das Land befreite. Nächste Station war ein zentraler Markt in Phnom Penh, Gelegenheit, die unterschiedlichsten Früchte und Speisen zu probieren, unter fachkundiger Anleitung. Phnom Penh bedeutet Hügel von Frau Pen. Mitten im Zentrum findet sich der Wat Phnom, ein kleiner Hügel mit einer Stupa oben auf. Eben diesen Hügel soll Yea Pen um 1372 errichtet haben lassen, um 4 im Mekong-Fluss gefundene Buddha-Statuen ehrwürdig aufzubewahren. Später gründete König Phonheayat die Stadt und gab ihr den Namen Phnom Penh. Frau Pen wird heute noch verehrt und auch die Asche des Königs wird hier aufbewahrt.
Nachdem wir am ersten Tag in Phnom Penh eine wichtige Sehenswürdigkeit besichtigt haben, geht es heute gemütlich zu Fuß und mit dem Tuk-Tuk etwas ziellos durch die Stadt und über Märkte, um die Atmosphäre und das Leben aufzunehmen. Die Menschen scheinen ähnlich wie in Vietnam, aber doch wieder etwas anders. Roller sind nicht mehr so viel unterwegs, dafür etwas mehr Autos und, in Vietnam kaum zu sehen, zahllose Tuk-Tuks. Sie waren lange Zeit Verkehrsmittel Nummer 1 der Kambodschaner. Für längere Strecken bieten sich eben diese Tuk-Tuks an, zumal es jetzt im Frühling schon 36 Grad Celsius hat. Der Preis wird immer vorher verhandelt, sonst langen sie bei Touristen gern kräftig hin. Eine kürzere Stadtfahrt kostet $1 bis $2. Phnom Penh ist seit 1866 die Hauptstadt von Kambodscha. Derzeit leben hier 2,3 Millionen Menschen. 2035 rechnet die Regierung mit 6 Millionen. Entsprechend viel wird gebaut, meist von chinesischen Investoren. In den vergangenen Jahren hat Phnom Penh eine erstaunliche Transformation hin zu einer weltoffenen Großstadt gemeistert. Die Menschen wollen leben und Wohlstand erreichen. Freie Wahlen stehen nur auf dem Papier, interessiert viele aber erstaunlich wenig. Dennoch ist die Stadt überschaubar geblieben und vereint das chaotische Leben einer Großstadt mit der Ruhe der Bauern, die im Umkreis leben und auf den vielen Märkten ihre Produkte anbieten.